Hallo liebe Modellauto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Audi A6 C7 von der Firma Schoko in 1943. Bleibt dran! Heute geht es wie gesagt um den Audi A6 Avant mit interner Bezeichnung C7. Das ist die Edition, ja, sieht so aus. Nicht spektakulär, hier unten wie gesagt die Bezeichnung, Phantom Schwarz ist die Farbe. Und ich würde sagen, ich packe den Wagen auf jeden Fall sofort aus. Und da ist er auch schon. Schauen wir uns auf jeden Fall erstmal wieder die Front an. Audi typisch mit dem großen Single-Frame-Grill. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Lampen oder die Frontscheinwerfer wurden erneuert. Und es sieht alles relativ, ja, ich sag mal, kantiger aus als beim Vorgänger. Meine Meinung zu dem Auto ist auf jeden Fall, ich finde ihn nicht schlecht. Nein, auf keinen Fall. Aber ich finde, der bestgelungenste Audi A6 ist der Vorgänger, ja, der C6. Sowohl als Limousine als auch als Avant. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die dieses Fahrzeug schöner finden. Ja, zum Beispiel meine Freundin. Die findet den Wagen auf jeden Fall schöner als der Vorgänger. Ja, schauen wir uns die Seite an. Auch sehr Audi-typisch, sehr schnittig gemacht. Sportliches Aussehen. Die Felgen passen sehr gut zu dem Auto. Eine Chromlinie, ja, haben wir hier mit dabei. Und eine Dachreling. Sieht als Gesamtpaket auf jeden Fall sehr gut aus. Schiebedach ist keines vorhanden. Schauen wir uns das Heck an. Und das ist natürlich sehr markant wieder gemacht worden. Wie gesagt, der Vorgänger sieht deutlich besser aus, finde ich. Der hat aber auch natürlich seine Vorzüge. Ja, die Lichter sind deutlich größer, sage ich mal. Etwas ja, sportlicher, kantiger das Ganze. Auch der Kopfraum. Ne? Die Linie hier, die hebt sich deutlich mehr ab vom Vorgänger. Hier unten zwei Auspuffrohre. Und das Emblem Audi A6. Ja, wie gesagt, der Wagen sieht auf jeden Fall insgesamt ganz gut aus. Von der anderen Seite, wie gesagt, natürlich auch gleich. Ja, ist logisch. Außer, wie gesagt, der Tankdeckel ist dabei. Und wir schauen mal in den Wagen herein. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich habe auch Fotos gemacht. Auf jeden Fall innen drin eine ja, dunkelbraunere Ausstattung, sage ich mal. Mir war es natürlich noch lieber mit hellerer Ausstattung, ihr kennt mich. Aber hier, das kann man natürlich auch machen. Ist auf jeden Fall von innen auch sehr gut umgesetzt, finde ich, sehr detailliert. Also wie gesagt, die Mittelkonsole kann man hier erkennen. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, ich würde sagen, das war's schon von dem Modell. Ja. Mich würde interessieren, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt es euch? Ja, findet ihr die Vorgänger schöner? Findet ihr ihn schöner? Würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert mich, drückt die Glocke. Ich freue mich über neue Abonnenten. Teilt gerne meine Videos. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.